Den nächsten Film aus unserer Harald-Junke-Reihe können Sie am 19.06. um 21.30 Uhr sehen. Schön ist die Liebe am Königssee. Auch diesen Film gibt es als VHS-Videokassette. Wo ist das Telefon? Was bist du denn da für ein Vogel in der Leitung? Ja, ich bin es selbst. Wisst ihr jetzt noch was? Wir wollen Ihnen ein Angebot machen. Alle Filme unserer Harald-Junke-Reihe gibt es in Zusammenarbeit mit Bild und Funk, auch als Sat.1 VHS-Videokassetten. Piefke, der Schrecken der Kompanie. Sie, Schrecken der Kompanie. Skandal um Dodo. Wer ist Dodo? Ja, wer ist Dodo? Davon träumen alle Mädchen. Davon träumen alle jungen Mädchen. Schön ist die Liebe, wo denn? Natürlich am Königssee. Würde Ihnen der liebliche Königssee gefallen? Und schick deine Frau nicht nach Italien. Schick deine Frau nicht nach Italien. Der Preis pro Kassette 49,95 Mark plus Versandkosten. Wer alle 5 Kassetten bestellt, zahlt nur den Preis von 4, also 199 Mark plus Versandkosten. Was Sie alles wissen, muss ich erst mal sagen. Dankeschön. Richten Sie Ihre Bestellung an Sat.1 Kennwort Video 6500 Mainz 500. Ich telefoniere lieber. Wenn Sie lieber telefonieren, rufen Sie uns an. Ja, was für eine Nummer? Achso, ja, 040 30 20 13. Sat.1 Edition Harald Junke. Also nicht vergessen. Wo ist das Telefon? Wer seins nicht findet, liebe Zuschauer, kann schriftlich bestellen. Ich wiederhole nochmal die Adresse für Sie. Das ist Sat.1, Kennwort Video, in 65 Mainz 500. Und wenn Sie doch lieber telefonieren, dann können Sie bestellen für Deutschland unter folgender Nummer. Das ist die 040 30 2013. Für Österreich die 0222 30 18 2320 und für die Schweiz die 061 76 75 72. Liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit der Werbung und danach mit den Nachrichten. Fahrenheit. Pour l'homme. Par Christian Dior. Frühstück, mein Herr. Lassen Sie es da, bitte. Kellogg's Crunchy Nut. Knusprige Flakes, knackige Nüsse und goldener Honig. Ein Frühstück, dem keiner widerstehen kann. Kellogg's Crunchy Nut. Das unwiderstehliche Frühstück. Jetzt machen wir erst mal Pause. Sie haben doch einen Wellensittich. Können wir sie nicht mal besuchen? Klar, Kinder. Heute um 4? Ja, super. Chico, wir haben Besuch. Oh, ist der toll. Was frisst er denn? Drill natürlich. Da hat er alles, was er von Natur aus braucht. Ausgesuchte Saaten und das wertvolle Nutrivit-Korn mit Jotes 11. Du Sven, ich möchte auch so einen. Vogelexperten vertrauen Trill. Für ein munteres und gesundes Vogelleben. Haha, heute mit einmal ein Bier? Zum Steak schmeckt mir Bier halt am besten. Schon, nur dein Atem. Genießen Sie deshalb nach dem Essen Double Mint mit natürlicher Minze, doppelt frisch. So gibt Double Mint natürlich frischen Atem. Double Mint für natürlich frischen Atem. aller Welt tanken Millionen von Hubschraubern, Flugzeugen, LKWs und Loks ihren Kraftstoff. Da, wo sie's auch tun. Bei BP. BP. Wir sorgen für Bewegung. Aber nicht gucken, Herr Detmeier. Nein. In welcher Hand ist dein liebster Saft? Der frisch gepresste? Mhm. In der Hand. Ganz richtig. Und in der Hand? Valensina. Oh, da hätte ich mich auch gefreut. Aber der ist noch nicht frisch gepresst. Nein, der ist aus Konzentrat.
Aber Valensina schmeckt fast wie frisch gepresst. Mhm. Das kommt von dem Anteil an Spätapfelsinen hier. Da ist bis zu 13 Monate Sonne drin. Lass mich auch mal raten. Gut. Also Valensina oder? Am liebsten beide. Ja. Entweder frisch gepresst oder Valensina. Dittmeiers Valensina. Das ist ein herkömmlicher Toaster. Er ist zeitgesteuert und toastet daher auf gleicher Stufe alles gleich lang. Ob tiefgefrorenen Toast, frischen Toast oder leicht trockenen. Das Ergebnis unterschiedlich. Und nun die Weltneuheit von Braun, der Toaster, der Unterschiede macht. Ein Infrarotsensor misst die Temperatur des Brotes und sagt, wann der Toast fertig ist. Immer gleich Braun. Die Weltneuheit mit Infrarotsensor von Braun. Nein, unsere Natur würde nicht SPD wählen. Denn was die SPD zur Umweltpolitik ablässt, ist heiße Luft, ideologisch gefärbt. Die CDU bringt uns weiter. Abgasarme Autos, bleifreies Benzin, weniger Schadstoffe aus Kohle- und Ölkraftwerken, mehr Schutz für Boden und Wasser. Damit ist Deutschland im Umweltschutz zum Vorreiter in Europa geworden. Sorgen Sie mit dafür, dass unsere deutsche Saat in Europa aufgeht. Aus Liebe zu unserer Umwelt. Okay, das ist John. Der wäscht sich gründlich mit Seife. Rick nimmt Waschgel. Das geht tief bis in die Poren und beseitigt Bakterien. Denn Ricks Waschgel heißt Klerasil. John hat Pickel. Rick hat keine. John geht nur noch mit Helm. Rick geht mit Carola. Klerasil Waschgel. Bei Pickeln besser als Wasser und Seife. Guten Abend, liebe Zuschauer. Am Ende eines ereignisreichen Tages, vor allem in Bonn, hier die Nachrichten. Der erste Besuchstag des sowjetischen Staats- und Parteichefs Michail Gorbatschow in der Bundesrepublik ist zu Ende. Ein Staatsbesuch, der dazu beitragen soll, zwischen den beiden Staaten, wie es heißt, ein neues Kapitel der Geschichte aufzuschlagen. Und die freundliche, entspannte Atmosphäre dieses ersten Besuchstages hat in der Tat ganz gute Voraussetzungen dafür geschaffen. Morgen nun wollen Generalsekretär Gorbatschow und Bundeskanzler Kohl ein gemeinsames politisches Dokument unterzeichnen, das schon heute vollmundig als von historischem Wert bezeichnet wurde. Die Entschlossenheit zu einer engeren Zusammenarbeit ihrer Länder bekräftigten Gorbatschow und Kohl zu Beginn der politischen Gespräche im Kanzleramt. Damit soll auch dem Wunsch beider Völker nach Verständigung und Versöhnung Rechnung getragen werden. Beide Seiten nannten den Verlauf des gut anderthalbstündigen Gesprächs konstruktiv und freundschaftlich. Am Vormittag war Gorbatschow in Begleitung seiner Frau Raissa auf dem Flughafen Köln-Bonn angekommen. In der Bundeshauptstadt schloss sich der offizielle Staatsakt im Garten der Villa Hammerschmidt an. Gorbatschow ist nach Breschnew der zweite sowjetische Staats- und Parteichef, der Bonn besucht. Beim Familienfoto genossen die Besucher das herrliche Sommerwetter. Die Begegnung war von Offenheit und Herzlichkeit bestimmt. Und mit ebenso offenen wie freundlichen Worten schloss der erste Tag heute in Bonn. In der Godesberger Redoute, die manche Kenner auch Kantine für Staatsbesucher nennen, wahrscheinlich haben Sie da noch nicht gegessen, gab Bundeskanzler Kohl ein Essen für die prominenten Besucher zu Ehren der sowjetischen Gäste. Dazu hatte er auch 150 sogenannte handverlesene Personen eingeladen, vom Rhein und Moskwa. Sie waren das unmittelbare Publikum für die bedeutsamen Tischreden Kohls und Gorbatschows. Zuvor aber wurde das Publikum den Rednern vorgestellt. Wie in Bonn üblich waren vor allem die Größen der Politik geladen. Und der Kreml-Chef nutzte die Gelegenheit, hier die Vorsitzenden der wichtigsten Parteien zu treffen, denn woanders war dafür im Programm kein Platz mehr. Auf Wunsch Moskaus genügten heute dunkler Anzug und kurzes Kleid. Bevor die Gäste dann zum Rinderfilet mit Stangenspargel kamen, gab es Tischreden. Der Kanzler begann. Wir